Eine der Highlights auf dem Caravan-Salon ist der neue VW T6.1. Richtig, ja. Er kriegt eine riesen Bühne hier, das kann man sagen. Es hat einen riesen Aufbau. Guck dir das mal an hier, Stefan. Du bist einer der größten Knaus-Händler Deutschlands und ihr habt alle drauf gewartet. Jetzt ist ja End of Life in Kürze beim T6.1 und trotzdem machen die so einen Teil, stellen die auf die Beine. Aber man hat gesehen, es ist adaptierbar für alle Fahrzeuge. Auf MAN kriegt man quasi fast genau das Gleiche, oder? Ja, das hier ist jetzt eben auf dem T6.1, wie du gesagt hast, noch der kleinere Variante. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich die Mühe gemacht hat für ein Fahrzeug, wenn es auch nicht einen weiteren Zukunftsplan dafür gibt. Und davon bin ich überzeugt, dass das hier eben ein Sprung in die Zukunft auch ist. Ja, man sieht hier, das, ich sag mal, automotive Heck ist hier am Ende, das war bei Weinsberg nicht. Genau. Es gibt ja ein etwas preiswerteres Modell und da hast du gesagt, irgendwie müssen die sich ja auseinander dividieren. Ja. Es sind aber viele Details, die bei Knaus ein bisschen besser sind. Ja, das ist dieser kleine Unterschied, wo der große Bruder noch gegenüber dem kleinen Bruder hat, wo man eben auch dann einen kleinen Preisunterschied auch argumentieren kann dann auch. Da ist es, viele haben sich das gewünscht. Du hast als Basisfahrzeug den Bulli und das ist ja nun wirklich ein Kultfahrzeug. Wir haben einen sehr kleinen Plot hier bei dem Fahrzeug. Bedeutet, die Breite ist sehr klein. Trotzdem, und das war den Leuten ganz wichtig, ein richtiges Wohnmobil mit großer Tür. Das können wir gerade mal zeigen auf der Seite. Ja. Gucken, ob wir die öffnen können auf der Seite. Cat Eye Revolution steht auf den Rücklampen übrigens drauf. Richtig. Da ist es und das ist ja mal eine Garage, oder Stefan? Da haben wir eine richtige Garage bei diesem kleinen Wagen. Ja? Du kannst deine Fahrräder hier mitnehmen und alles, was du sonst noch mitnehmen möchtest, das ist schon Wohnmobil-like. Er ist ja nicht ganz billig, deswegen ist die Anwendung natürlich ganz speziell definiert. Leute wollen damit Städtereise machen. Er ist sehr, sehr kompakt. Und es sind natürlich auch Fans, die als Basisfahrzeug einen Bulli haben wollen, ne? Absolut. Also da gibt es eine riesengroße Fangemeinde. Früher gab es ja auch von Karmann viele VW-Bus-Aufbauten, sogar mit Alkoven. Die haben heute noch Clubs. Die Leute, die diese Fahrzeuge haben, die fahren schon seit 20 Jahren rum, teils seit 30 Jahren. Das ist halt eben ein super Basisfahrzeug, der Bulli. Der Tourer Van, Weltpremiere. Und es gibt einige Messepakete, richtige Rabatte, wenn Leute kommen. Ich kaufe den erst, wenn ich 15% bekomme. Das gibt's im Moment nicht, oder? Nee, das gibt's nicht. Nee, das ist aktuell überhaupt gar kein Thema. Die Frage, die kommt aber auch gar nicht. Das muss man auch dazu sagen. Die Frage kommt nicht? Nein, echt nicht? Das hat sich im letzten Jahr eben so entwickelt, dass das so ziemlich jeder weiß. Und gerade bei so einem Fahrzeug wie hier, das ist ein Sondermodell, der hat so viel Ausstattung, der ist schon so viel günstiger in der Ausstattung, wie er angeboten wird. Das ist schon eben ein super Preis. Wenn das alles, und das sind ja keine Mondpreise, und alle Anbauten, die hier dran sind, sind Markenware. Ob es eine Thule-Markise ist, alles sind gute Sachen. Der kostet normalerweise 20.000 Euro mehr. Das ist jetzt für den Einstieg ins Fahrzeug, für Werbung zu machen. Derjenige, der es kauft, kann es nutzen und hat Glück gehabt. So, ein GFK-Dach ist drauf. Es hat eine LFI-Hutze. Was ist das denn? Ja, das ist der Nachfolger von GFK. Das ist ein Lightfiber-Kunststoff, der eben aber auch mit isoliert ist. Der ist leichter und besser isoliert. Ja, Sie haben viele Formbauteile ganz neu gebaut. Das ist wirklich, alles was du hier siehst, ist neu. So ein Fahrzeug besteht aus mehreren tausend Teilen. Ja. Wir gehen mal rein, die Aufbautür, eine ganz normale Aufbautür. Das ist nicht nur ein kleiner Wagen, das ist ein richtiges Wohnmobil. Das ist ein richtiges Wohnmobil, ja. Wir sehen nur gleich am Übergang vom Fahrerhaus, dass es doch ein Wohnmobil ist, dass hier noch eine kleine Hutze ist. Aber ansonsten, die Breite ist nur minimal breiter wie die Aufbaubreite vom Bulli selbst. Komm, wir gehen mal kurz rein und zeigen das mal. Häkchen. Da würdest du einen Bademantel dranhängen, oder was? Zum Beispiel. Ja, kannst du dranhängen. Du kannst aber auch viel mehr machen. Denn ich sag mal, diese Aufbautür ist schlicht. Sie hat kein Fenster, ganz bewusst. Aber du kannst ja auch hier rausschauen. Es geht mehr um Reduktion vom Design in letzter Zeit, oder? Ja, das stimmt schon, ja. Das siehst du überall in der Architektur momentan. Hier haben wir wieder die Füller-Vorhänge drin. So, alles ist schwarz auch mit drin. Also es ist viel... Aber es ist immer so, in 10 Jahren werden die Leute sagen, um Gottes Willen, was haben die da 2022 gemacht? Aber im Moment ist es totschick. Wir gehen mal rein, Simone. Auch hier Farbmuster, Kompressorkühlschrank von Vitri Frigo. Also man hat hier vom Feinsten gewählt. Den kriegst du natürlich jetzt nicht ganz auf, weil hier stört ja dann, ich sag mal, dieser Anschlag, der drin ist. Genau. Aber wir gucken gleich mal rein. Hier vorne ist es drin, das kennen die meisten noch nicht. Ein Premium-Hersteller aus dem Yachtbereich aus Italien liefert jetzt die Kühlschränke hier mit dazu. Vitri Frigo Slim, das könnt ihr euch schon mal merken. Dann dieses geniale Bett hier oben drin, das werden wir euch gleich mal zeigen. Das kann man wirklich ruckzuck verändern. Simone, setz dich mal bitte auf den Fahrersitz.
dass wir das sehen. Man hat nämlich hier ein Slidebett über dem Fahrerhaus für 1 bis 2 Personen. Dann eine richtig große, breite Sitzbank. Auch das ist ein bisschen Bulli-like. Aber der Rest war es auch schon. Das ist ein Wohnmobil, wie man sieht. Hinten hast du einen Querschläfer, der da ist. Aber jetzt kommt die Besonderheit, das hintere Modul, wenn du mal kurz reingehst, das ist eine richtig große Dusche. Richtig. Wir haben jetzt uns extra den Wagen ausgesucht, wo das schon hochgebaut ist, weil wir haben es gefragt, ob wir es umbauen dürfen. Aktuell dürfen wir es noch nicht umbauen, sonst hätten wir das mal runter gemacht, dass man sieht, wie das aussieht, wenn keine Dusche da ist. Ja, es gibt einen zweiten, da ist es runtergefahren. Das Okay, kann man uns gleich mal angucken. Das mal gleich erklären. Dass wir sehen, also das ist jetzt die Badvariante mit dem hochgezogenen Bad. Da oben ist ein Griff und da kannst du das einfach runterziehen. Das gesamte Modul wird runtergezogen. Und danach ist das wieder ein Teil des Bettes. Du schläfst auf der Dusche dann später, richtig? Im Prinzip schläfst du auf der Dusche. Schläfst auf der Dusche. Da unten ist der Duschkopf. Wenn du das mal gerade rausfährst, bitte, sag mal so nett. Dass wir das mal sehen, wie man da duscht. Du hast eine feste Duschwand, das finde ich schon mal cool. So, da unten ist der Duschkopf mit drin. Das ist alles da integriert. Also eine Riesendusche eigentlich für einen VW-Bus. Sensationell. Sowas habe ich noch nie gesehen. Weil das kenne ich immer nur als Not-Heckdusche, wenn du irgendwo drin bist. Und du hast feste Duschabtrennung mit drin. So, die Reihenfolge einmal raus. Ich glaube, wenn du das 300 Mal gemacht hast, dann geht's, oder? Hier ist noch die Folie drauf, das hat noch keiner gemacht. Hat noch keiner gemacht. So, hier unten hast du ein Schwenkwaschbecken mit drin. Das ist eine Besonderheit. Simone, du hast es schon ausprobiert. Du kannst ganz einfach das Waschbecken rüberschwenken, wenn man nämlich auf Toilette möchte. Und jetzt kommt das Schöne, jetzt könnte hier, der Stefan, der könnte duschen und du könntest halt gleich auf Toilette gehen. Ja. Was man aber nicht macht, oder? Selten, außer man liebt sich sehr, sehr, sehr dolle. Da muss man sich ganz doll lieben. So, großer Schrank. Das Besondere hier ist, mach noch mal kurz auf, alles Leichtbau, das ist ein reiner Spiegel. Der ist ganz dünn und das hält? Ja, ich habe das zu Hause bei mir in meinem Badschrank genauso. Ja, im Badschrank wackelt es ja nicht so. Also du meinst, das hält, oder? Natürlich hält das. So, hier ist die Leiter drin, denn irgendwie muss man ja auf das Bett drauf kommen. Alles ist ein bisschen enger hier, aber ich stelle mir auch vor, für eine Person ist das hier doch ein richtiges Vanlife-Auto, oder? Da kannst du komplett drin leben. Du kannst ja auch hier mit 2 oder 3 Personen, das geht auch. Natürlich. Naja, du weißt, wie es ist. Also ich bin ja immer so ein Fan von, ehrlich zu sagen, wie es ist. Also ich würde mich hier alleine wohlfühlen. Meine Frau bringt ja auch sehr viel Zeug mit, immer, muss man sagen. Da wüsste ich nicht, ob man da genug Platz hätte. Also das ist ja so. Aber da ist jeder ja anders. Ja, wenn du mal kurz durchgehst, ich gehe mal kurz hier in den Raum mal rein und du mal ganz kurz durchgehst und aufs Bett mal drauf gehst, dann zeige ich mal gerade, wie das Bett hinten, was das für eine Größe hat. Das ist nämlich richtig groß. Und du könntest jetzt hinten sogar... Mal ums Eck kommen. Ja. Du kannst hinten sogar quer schlafen im Moment, ja. Das heißt, wenn du alleine wärst, könntest du die Dusche sogar ausgefahren lassen, oder? Ja. Das Polster mal gerade nach hinten schieben, sag mal so nett, dass wir das sehen. Das ist übrigens das Polster, das kommt oben auf die Dusche drauf und das ist das Element, was dann runterfährt. Das zeigen wir euch gleich mal. Länge ist jetzt natürlich herrlich für dich, oder? Ja, 1,66 passt. Ich passe in jedes Fahrzeug Du rein. passt in jedes Fahrzeug. Hier hast du übrigens noch einen Durchgang. Das ist die Treppe, die jetzt hier rauskommt. Die kannst du einfach hochklappen. Die wird hier hochgeklappt, damit du aufs Bett drauf kommst. Ein Vorteil muss es ja haben, wenn man klein ist. Stimmt. Ja. Und Zugang, guck mal, noch einen riesen Schrank hier drunter. Ja. Dann, ja, last but not least, große Küche mit drin und viele Schubladen. Vorsicht, hab die Treppe rausgeholt. Weiß. Du kommst da runter und bitte einmal öffnen, Simone, sei so nett. Da hast du denn, Miteinander. das ist mit drin und jetzt gucken wir uns gleich mal den zweiten an. Staukasten hier oben drüber. Mit Soft-Close-Funktion. Also voll kriegt man den. Und ich habe gelesen, 700 Kilo Zuladung. Schau mal hier, das ist auch cool. Das kann man, oder ist es nicht gedacht, dass man es rausziehen kann? Doch, das kannst du rausnehmen, damit du das, wenn du es nicht brauchst, rausnehmen kannst. Da kannst du größere Sachen reinmachen. Ja. Aber viel Spaß wieder beim Einbauen. Ja. Einfach mal reinlegen, die machen das. Nein, krieg ich schon hin. Kriegst du hin? Ja. Das ist schon drin. Passt. Ja, dann haben wir hier insgesamt 3 Varianten für das Fahrzeug. Einmal 2 Schläfer ohne das Hubbett. So, das ist jetzt die Variante mit dem Hubbett, sag mal bitte. Mit einfachem Hubbett und mit doppeltem Hubbett. Einfach und doppelt. Ja, das hast du als Einschläferplatz dann eben, das gibt es auch noch. Ja. Dann hast du natürlich mehr, ist es einfacher, wenn das Hubbett draußen ist, dass du die Tür besser rein und rausgehen kannst. Okay. Und mit dem Doppelhubbett, wenn wir das jetzt hier rausziehen, und dann musst du eben unter dem Hubbett dann nachher drunter durchgehen, für, wenn einer schläft und einer will wieder rausgehen. Bitte, zeig mal. Weil das ist, also das hier mit dem Doppelhubbett ist natürlich ein Hammer, muss man schon sagen. Denn du hast auf einem winzigen Fahrzeug einen echten Vierschläfer.
Und die werden immer pfiffiger, dieses Themen, oder? Das kann man sagen. So, das heißt, du schiebst das einfach rein, hast Lattenrost mit drin, hast eine Ultra-Liegefläche. Die ist wirklich sehr, sehr groß. Oh ja, das stimmt. So, und ich gehe mal raus. Er geht mal raus, jetzt fühl mich hier rein. Das Besondere ist, du kannst noch Fernsehen gucken komplett. Der Fernseher ist komplett zugänglich. Und auch die ganze Steuerung vom Fahrzeug, wie Klima und Co., lässt sich vom Bett aus bedienen. Das ist richtig klasse. Dann hast du noch, guck mal vorne das Fenster, da kannst du die Sterne gucken. Finde ich schön. Also ich finde es, warte, ich filme es mal hier von der Ecke, wo das losgeht. Stefan, das ist so groß. Hut ab, haben sie gut gemacht bei Knaus. Absoluter Vierschläfer, wie ein Alkoven so groß. Wie ein Alkoven. Ja, baust noch mal zurück, dass wir mal sehen, wie es geht. Wie ist die Länge vom Fahrzeug? Das ist 5,90 Meter. Wow. Unter 6 Meter. Unter 6 Meter, 5,90 Meter. So, Stefan macht's jetzt mal. Kannst du das hier auch? Ja, ich kann es mal hochklappen. Warte, ich mach's. Wird das mal sehen. Also das muss man einmal hochfalten, dann wird das hier so drüber gelegt. Und der Stefan schiebt es einfach hoch. Sache von ein paar Sekunden. Siehst auch Lattenrost hast du mit drin. Und er hat es mit einer Hand gemacht. Vorne ist es ein bisschen länger, damit es natürlich hier um den Bartbereich auch rumkommt. Dann wird es hier mit 2 Schnappern wird's gesichert. Also was ich ja an so U-Betten so toll finde, das nimmt halt tagsüber keinen Platz weg einfach. Man kann den Raum hier vorne nutzen. Es ist ja doch sehr kompakt, das ganze Fahrzeug, aber ja, es gibt dann doch nochmal mehr Platz. So, Ja. Aber wenn das Bett unten ist, kann man unten drunter immer noch sitzen. Sehr schön. Komm, wir gehen mal raus, zeigen das mal und dann fragen wir mal. Also es gibt ein Slidebed über dem Fahrerhaus, haben wir eben gezeigt. Bussystem beim Licht, Fliegengitter mit drin und es gibt das Ganze, hallo Sven. Hallo. Es gibt das ganze Fahrzeug noch mit umgebauten Bad, das heißt, wo das Bad unten ist. Darf ich das mal sehen? Ja, in welchem Fahrzeug haben wir das Bad unten? Oder beziehungsweise oben? In dem? Geradeaus Dann gehen wir da rein. oder rechts. die Oder beiden. rechts. So, geradeaus oder rechts. Die Leute sind fasziniert von dem Badkonzept, oder? Ja, ist es auch. Ne? Ist halt was Einmaliges. Wie gesagt, ich glaube nicht, also ich wüsste nicht, dass es in irgendeinem Fahrzeug gibt, was im Moment diese Innovation mit drin hat. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Hier drüben ist es auch. Ja, also. Ja, es hilft nichts. Ja. Die Leute stehen hier Schlange an dem Bad und sie warten auch zurecht dabei. Und da siehst du hinten, ich will nur mal eine Sekunde rein, dann dürfen Sie rein, weil dass wir das mal sehen, dann haben wir das nämlich im Film mit drin. Hier ist die Dusche nämlich zusammengebaut, oder? Genau, und hier ist quasi das Bett in voller Länge und Sie können aber trotzdem die Dusche zwar nicht nutzen, aber das Waschbecken und die Toilette ganz normal nutzen. Ja, spannend ist, dass man hier auch sitzen kann drunter. Das heißt, also man hat einen Notausgang, man kommt auch immer von hinten raus, man muss sich ein bisschen bücken, so ist das. Und ja, jetzt hast du gerade die Leiter dran gemacht. Wenn du die Leiter mal ganz kurz wegnimmst, sei mal so lieb, dann komme ich mal durch zu dir und film mal gerade hier rein. Wie machen wir das jetzt? Jetzt müssen wir uns einmal falten. Warte, ich mache das mal gerade. Und hier sieht man das. Und da ist nämlich jetzt das Bett komplett. So, und die Dusche ist abgelassen. Kannst du das mal gerade anheben, das Polster, dass man mal sieht? Ja, gerne. Da ist die Dusche drunter jetzt, gell? Genau. Das ist quasi die Dusche, die wird dann hochgezogen. Und warum können wir das nicht zeigen? Ihr habt im Messebetrieb eine gezeigt, die ist oben und eine ist unten, dann können die Leute gucken, gell? Genau, das sieht so aus. Auf der Messe ist es natürlich immer ein bisschen kritisch, wie die Leute mit den Fahrzeugen umgehen. Teilweise ist es dann so, dass auch noch vor- und nach Messezeiten sich Leute teilweise mit ihrem kompletten Körpergewicht an den Hebel dran lehnen. Ja, und da geht was kaputt, oder? Genau, deswegen wollen wir das vermeiden. Warte, ich zeig dich mal ganz kurz. Du hast nämlich jetzt Folgendes gemacht. Du hast jetzt in 0, nix das Bett hier oben mal umgebaut. Ist das schwer eigentlich, wenn man eine Einweisung hat? Nein, also wenn man es einmal ausprobiert hat, dann ist es eine Sache von 10 Sekunden. Man muss wirklich erstmal sich mit dem kompletten Konzept bekannt machen, aber dann geht es auch ultra schnell. So, die Leute warten schon. Wir haben es versprochen, wir gehen raus. Sollen wir noch gerade das Bett mit dem Einzelbett gucken? Mit dem Einzelbett, ja klar, können wir machen. Da ist nämlich das Einzelbett. Schnell mal reinhuschen und hier sieht man das. Das ist das Einzelbett. Das heißt, also das ist viel kürzer, sagst du? Ja, nein, du hast in dem Moment nur auf der einen Seite das Bett und deswegen kannst du hier komplett den Raum vorher noch nutzen dann. Das ist oben praktisch ein einzelnes Bett in die Richtung und dann kannst du hier genau den Weg von der Tür ohne Genau, unten wenn wir drunter die durch- Frau gerade mal rauslassen, dann es ist aber auch ein tolles Konzept. Die Leute stehen Schlange und das Einzelbett, das hast du ja gesehen, das war, glaube ich, bei euch in der Show war das mit drin, oder? Sven, Ja. Einzelbett, Doppelbett, gar kein Bett, was würdest du nehmen? Ja gut, das ist natürlich nach dem Bedarf abhängig. Keine Kinder, also ich mit einer Tochter würde jetzt auch dieses mit dem einzelnen Bett einfach favorisieren, dass sie drin schlafen kann, aber ich trotzdem noch Staumöglichkeiten auf der anderen Seite habe. Die ist ungefähr wie lang, deine Tochter?
Meine Tochter ist erst 8, die ist noch nicht so lang. Aber die wächst ja, oder? Die wächst ja. Das ist ja unvermeidlich, dass die wachsen. Gut, ich denke eher, dass der Papa da schläft. Ne? Da hat er seine eigene Playstation dann hier. Das heißt aber, hier ist das Zusatzbett ein gutes Stück kürzer. Das muss man schon sagen. Also das ist jetzt gedacht für kleinere Personen, oder? Nee, das täuscht, Sven. Das ist genau die gleiche Maß vom Korpus. Nee, ist anderes länger. Nein, das ist... Ja, es geht hier vorne in dem Bereich. Geht hier vorne, geht's aber auch. trotzdem hast du ja hier über 1,80 Meter hast du ja hier. Ne? Simone, ja? Wir testen das jetzt mal. Eine Leiter. Eine Leiter, geht aber nicht, ist schon rausgerissen. Aber Simone kommt irgendwie da hoch. Wir kriegen das hin. Ich werde immer wieder gefragt, für was bist du da? Genau dafür. Du wirst hier missbraucht zum Bett testen. 1,66 Meter, du bist jetzt mal das Kind hier drin. Aber ich muss wirklich sagen, man muss es ja auch ausprobieren. Hier auf der Messe wird ja viel ausprobiert. Es geht auch einiges kaputt, oder? Ist so. Ja. Sieht man da an der Leiter. Genau, da vorne ist es abgerissen. Aber insgesamt ist es ja jetzt auch, es sind teilweise Prototypen, die hier gezeigt werden. Hier die 4 sind alles Prototypen. Ja. Alles Prototypen. Und Simone geht mal hoch. Und hier sieht man 1,66 Meter. In Action. In Action. Und? Okay, ich nehme es ein bisschen zurück. Aber es ist gerade für ihre Größe, ja. Ja, also das ist jetzt das Kinderbett und die andere Seite, hier auf der Seite, das wäre dann das Erwachsenenbett. Genau. Ja, vielleicht doch ein bisschen kurz für dich, oder? Aber ist okay. Ich würde ja Zur auch Not schlafen. willst du schlafen, ja. Auf jeden Fall. Beine einziehen und so. Ja. Also Empfehlung, ganz doch besser die Doppelbett. Ganz ehrlich, wer schläft komplett ausgestreckt? So schläft doch niemand, oder? Ja, aber auf Dauer, guck mal, wenn du da den Dings küsst, den Fernseher den ganzen Abend, ist ja auch nicht so toll, oder? Also kleine Kinder aber perfekt, oder? Wenn die da jetzt so 1,50 Meter sind oder so. Ja. Optimal. Dann passt. Opti. So, vielen Dank für ein oder zwei Platz für Personen. Spielzeug dann. Spielzeug. Ja. So, dann vielen Dank. Boah, ist das ein Marathon hier auf der Messe. Ein Auto jagt das andere. Hier sind wir am Stand von Knaus. Diesmal die Tourer-Van. Und ich denke, sie werden ungefähr bei dir eintreffen, März, April nächstes Jahr. Die Tourer-Van, der kommt schon etwas früher. Nur den, wo wir heute Morgen sehen mit dem Aufstelldach, der kommt erst so ab April, Mai. Und die hier, ich glaube ab Januar haben wir die ersten Wagen schon da. Ja, da sind sie auf Volkswagen Basis T6.1. Hier stehen wir auch davor. Sie sind die Renner hier auf dem Stand. Das Ganze gibt's so ähnlich auch von Weinsberg. Ja, genau. Die hier sind made in Germany und die Weinsberg werden gebaut in Ungarn. Ja, die Wagen hier, die werden aber alle in Ungarn gebaut, diese Baureihe. Die auch? Ja, da sieht man, dass die miteinander sehr, sehr stark verbändelt sind und die Baureihe hier wird auch in Ungarn gebaut. Danke fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank auch für euch und ganz wichtig ist... Abonniert German Television.